Er saß jede Nacht allein in seinem Büro in Maranello. Nicht manchmal, jede Nacht. Wenn die Mechaniker gegangen waren, wenn die Werkhallen dunkel wurden und die Motoren längst verstummt waren, blieb das Licht in einem einzigen Raum noch an. Dort saß Enzo Ferrari. Er las Briefe. Er machte Notizen. Er trank Kaffee, den er sich selbst kochte, obwohl ihm niemand diesen Dienst hätte verweigert. Und manchmal lagen auf seinem Schreibtisch Fotos. Fotos von Rennwagen, Fotos von Rennstrecken und Fotos von Männern, die für ihn gefahren waren und nie wieder nach Hause gekommen waren. Später würden Menschen behaupten, Ferrari sei von Geschwindigkeit besessen gewesen, andere würden sagen, er sei von Erfolg besessen gewesen. Doch die Menschen, die ihn wirklich kannten, beschrieben etwas anderes. Sie beschrieben einen Mann, der wirkte, als würde er ständig auf etwas reagieren, das nur er selbst sehen konnte und der trotzdem jeden Abend an denselben Ort zurückkehrte. Man muss sich dieses Bild vorstellen. Das größte Rennimperium Italiens schläft. Die Werkhallen sind still. Die roten Autos warten auf den nächsten Morgen. Und im ersten Stock sitzt ein Mann, der nicht nach Hause geht. Enzo Ferrari baute die begehrtesten Sportwagen der Welt. Er gewann Weltmeisterschaften. Er schuf eine Marke, die selbst Menschen erkennen, die sich nie für Motorsport interessiert haben. Mit den Jahren wurde sein Name größer als das Unternehmen selbst. Irgendwann kannten Menschen Ferrari, die nie ein Rennen gesehen hatten. Doch je größer Ferrari wurde, desto mehr schien etwas anderes aus seinem Leben zu verschwinden. Denn hinter den Siegen standen Beerdigungen. Hinter den Pokalen standen Telefonanrufe mitten in der Nacht. Hinter dem Mythos standen Menschen, die nicht mehr zurückkamen. Ein Sohn, mehrere Fahrer, Freunde und Weggefährten. Und irgendwann vielleicht sogar die Fähigkeit, ein normales Leben zu führen. Wenn man die Menschen fragt, die ihm wirklich nahe waren, beschreiben sie keinen Mann, der seinen Traum lebte. Sie beschreiben einen Mann, der seinen Traum gewann und anschließend den Rest seines Lebens versuchte, mit dem Preis dafür zu leben. Das ist die Geschichte der Familie Ferrari, nicht die Geschichte der Autos, nicht die Geschichte der Rennen, sondern die Geschichte dessen, was geschieht, wenn ein Mensch eine Legende erschafft und dabei Stück für Stück alles verliert, was ihm ursprünglich wichtig war. Viele Jahre später würde Enzo Ferrari sagen, dass manche Entscheidungen nicht getroffen werden. Sie passieren einfach. Vielleicht dachte er dabei an einen Tag im Jahr 1908. Damals war er 10 Jahre alt und für die Welt nichts weiter als der Sohn eines Metallarbeiters aus Modena. Der Name Ferrari bedeutete noch nichts. Enzo Anselmo Ferrari wurde am 18. Februar 1898 geboren oder vielleicht am 20. Februar. Selbst darüber erzählte er im Laufe seines Lebens unterschiedliche Versionen. Es war eine kleine Unschärfe in einer Geschichte, die später von vielen Unschärfen leben würde. Sein Vater Alfredo führte eine kleine Metallwerkstatt. Seine Familie war weder wohlhabend noch einflussreich. Was sie besaß, war harte Arbeit und die Überzeugung, dass Dinge entweder richtig gemacht werden oder gar nicht. Dann kam dieser Tag. Sein Vater nahm ihn mit zu einem Autorennen in Bologna. Autos waren damals noch keine Selbstverständlichkeit. Sie waren laut, gefährlich und unberechenbar. Sie wirkten eher wie Maschinen aus der Zukunft als wie etwas, das auf normalen Straßen existieren sollte. Enzo stand zwischen tausenden Zuschauern und sah ihnen zu. Und ohne es zu wissen, beobachtete er in diesem Moment den Rest seines Lebens. Dann kam der Krieg. Und mit ihm verschwand die Zukunft, die Enzo Ferrari sich vorgestellt hatte. Er meldete sich freiwillig und diente in der Gebirgsartillerie. Dort lernte er etwas, das ihn sein ganzes Leben begleiten würde, wie zufällig Überleben sein kann. 1918 erkrankte er schwer an der spanischen Grippe. Tausende Soldaten starben daran. Enzo überlebte. Nur knapp. Als er schließlich nach Hause zurückkehrte, wartete dort kein Neuanfang auf ihn. Sein Vater war tot, sein Bruder war tot. Innerhalb weniger Monate hatte er fast alle Männer seiner Familie verloren. Später erinnerte sich ein Bekannter daran, dass Enzo nach seiner Rückkehr ungewöhnlich still geworden war, nicht gebrochen. Eher wie jemand, der plötzlich verstanden hatte, dass ihm niemand mehr etwas schuldet. Er war 20 Jahre alt, hatte keinen Beruf, kaum Geld und keine wirkliche Vorstellung davon, wie sein Leben weitergehen sollte. Nur eine Mutter, die genauso wenig wusste wie er, wie es weitergehen sollte. Also fuhr er nach Turin, zu Fiat, dem größten Automobilunternehmen Italiens. Wenn es einen Ort gab, an dem sein Traum noch eine Chance hatte, dann dort. Er stellte sich vor, er wartete und bekam eine Absage. Jahre später sagte Ferrari, diese Ablehnung habe ihn mehr getroffen als viele Niederlagen auf der Rennstrecke. Damals saß er in einem kleinen Zimmer in Turin, allein ohne Arbeit und ohne Plan. Manchmal weinte er. Er schrieb das später selbst. Er schrieb es als junger Mann, der für kurze Zeit glaubte, dass sein Leben vielleicht in die falsche Richtung gefahren war. Doch genau dort beginnt die Geschichte, die später die Welt kennen würde. 1919 bekam Enzo Ferrari seine erste Chance im Motorsport. Er fuhr für CMN und bestritt seine ersten Rennen auf den staubigen Straßen Norditaliens. Und genau dort entdeckte er etwas, das ihm zunächst niemand sagte. Er war nicht der Beste, nicht einmal annähernd. Es gab Fahrer, die mutiger waren.
Fahrer, die schneller waren. Fahrer, die das Auto intuitiv verstanden, als wäre es ein Teil ihres Körpers. Enzo Ferrari gehörte nicht zu ihnen. Das klingt heute beinahe absurd. Denn die Welt erinnert sich an Ferrari als Symbol des Rennsports. Doch der Mann, dessen Name später auf Millionen von Sportwagen stehen würde, war nie der größte Fahrer seiner Zeit. Seine eigentliche Begabung saß nicht hinter dem Lenkrad. Sie saß hinter seinen Augen. Ferrari beobachtete Menschen aufmerksam. Er bemerkte Ehrgeiz, Unsicherheit, Talent, Eitelkeit oder Loyalität oft früher als andere. Und er verstand etwas, das für den Motorsport fast wichtiger werden sollte als Geschwindigkeit. Ein großartiger Fahrer kann Rennen gewinnen, der richtige Mann kann ein ganzes Imperium aufbauen. Enzo Ferrari begann langsam zu begreifen, dass seine Zukunft vielleicht nicht darin lag, Rennen zu fahren, sondern darin, die Menschen auszuwählen, die sie gewinnen würden. 1920 trat er Alfa Romeo bei. In den folgenden Jahren wurde er einer der bekanntesten Rennfahrer Italiens. Nicht der schnellste, aber einer der zuverlässigsten, einer der klügsten. Er fuhr Rennen auf Straßen, die nicht für Rennen gebaut worden waren. Er überlebte Unfälle, die andere nicht überlebten. Er lernte, was Geschwindigkeit kostet. Nicht in Abstraktionen, sondern konkret durch Schmerz und Glück und die knappe Lücke, die zwischen dem Überleben und dem Nicht-Überleben liegt. 1929 traf Enzo Ferrari eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte. Bis dahin hatte er für andere gearbeitet, war für andere gefahren und hatte andere gewinnen sehen. Nun wollte er etwas Eigenes schaffen, eine Organisation. Einen Ort, an dem die besten Fahrer, die besten Mechaniker und die ehrgeizigsten Menschen zusammenkommen sollten. Er nannte ihn Scuderia Ferrari. Er hing auf einem schlichten Schild in Modena und versprach nichts von dem, was später daraus werden sollte. Doch genau dort begann alles. Die Scuderia setzte Alfa Romeo-Fahrzeuge ein, organisierte Rennprogramme und betreute Privatfahrer. Auf dem Papier war Ferrari kein Konstrukteur, kein Hersteller. Nicht einmal der Star seiner eigenen Geschichte. Doch hinter den Kulissen wurde etwas sichtbar, das ihn von fast allen anderen unterschied. Er erkannte Talent oft früher als die Menschen selbst. Er wusste, welchen Fahrer er wollte, bevor dieser Fahrer wusste, was aus ihm werden konnte. Und er verstand, wie man Menschen an eine gemeinsame Idee bindet. Nicht an Geld, nicht an Verträge, an eine Vision. In diesen Jahren schien das Leben für einen kurzen Moment fast geordnet. Die Scuderia wuchs und die Zukunft wirkte zum ersten Mal offen. 1932 wurde sein Sohn geboren. Alfredo Ferrari, benannt nach seinem Großvater. Doch schon bald würde ihn niemand mehr Alfredo nennen. Die Welt würde ihn unter einem anderen Namen kennenlernen: Dino. Enzo Ferrari baute sein erstes eigenes Auto 1940. Das erste Fahrzeug, das den Namen Ferrari trug, offiziell mit Typenschild, war der Ferrari 815. Er durfte allerdings diesen Namen zunächst nicht verwenden. Eine Klausel in seinem Vertrag mit Alfa Romeo verbot ihm, nach der Trennung von Alfa 4 Jahre lang unter eigenem Namen im Motorsport tätig zu sein. Er wartete, er tüftelte, er plante. 1947, in der zerstörten Wirtschaft des Nachkriegsitaliens, produzierte die Officine Ferrari in Maranello den ersten Rennwagen, der offiziell Ferrari heißen durfte, den 125S, angetrieben von einem 12-Zylinder-Motor, der von Gioacchino Colombo entworfen worden war. Am 11. Mai 1947 gewann dieser Wagen in Piacenza sein erstes Rennen. Ferrari war 47 Jahre alt, er hatte die Hälfte seines Lebens darauf verwendet, diesen Moment vorzubereiten. Was dann in den folgenden Jahren geschah, ist Motorsportgeschichte. Formel 1 Weltmeisterschaften, Mille Miglia Siege, die Targa Florio, Le Mans, Namen, die wie Gebete klingen: Ascari, Hawthorne, Collins, Surtees, Lauda. Ferrari gewann, Ferrari verlor, Ferrari gewann wieder. Aber zwischen den Siegen passierte auch etwas anderes. Etwas, das nicht auf Rennprogrammen stand und nicht in Sieglisten erschien. Die Fahrer starben, doch das war nur ein Teil der Geschichte. Alberto Ascari starb 1955, einer der besten Fahrer, die Ferrari je hatte. Er war Weltmeister zweimal hintereinander und er starb bei einem Testlauf in Monza. Kein Rennen, eine Probefahrt an einem normalen Dienstagvormittag. Der Wagen kippte in einer Kurve, die er 100-mal gefahren war. Er starb noch auf der Strecke. Eugenio Castellotti starb 1957, ebenfalls in Monza, ebenfalls bei einem Testlauf. Er war 26. Enzo hatte ihn persönlich gefördert, ihn aufgebaut, ihm eine Karriere gegeben. Castellottis Verlobte erfuhr von seinem Tod aus der Zeitung. Alfonso de Portago starb 1957 bei der Mille Miglia, als sein Reifen platzte und der Wagen tragischerweise in die Zuschauermenge schleuderte, wobei mehrere Menschen ihr Leben verloren. Die Mille Miglia, das legendäre Straßenrennen quer durch Italien, wurde danach nie wieder gefahren. Peter Collins starb 1958 beim deutschen Grand Prix auf dem Nürburgring. Er war 26. Er hatte Enzo wie einen Vater behandelt,
So beschrieben es Zeitzeugen, und Ferrari hatte diese Zuneigung erwidert, soweit er dazu in der Lage war. Enzo Ferrari stand jedes Mal da. Er unterschrieb die Kondolenzschreiben, er sprach bei Beerdigungen, wenn er eingeladen wurde, er fand neue Fahrer, er ließ die Autos weiterfahren. Die sagten, Ferrari behandle seine Fahrer wie Verbrauchsmaterial, als Werkzeug für den Rennsieg, nicht als Menschen. Ferrari antwortete auf diese Kritik selten direkt. Er sagte einmal in einem seltenen Interview: Ich schlafe schlecht, ich denke an die, die gestorben sind. Ob das eine Entschuldigung war oder eine Erklärung, ließ er offen. Was er nicht sagte, was er nie öffentlich thematisierte, war, dass die Fahrer ihn jedes Mal, wenn sie starben, an etwas erinnerten, das er noch nicht vergessen hatte, seinen Sohn. Dino Ferrari war noch ein Kind, als die Ärzte erkannten, dass etwas nicht stimmte. Die Diagnose lautete Muskeldystrophie vom Typ Duchenne, eine Krankheit, die den Körper langsam zerstört und bis heute nicht heilbar ist. Für die Familie Ferrari bedeutete das vor allem eines: Es gab keinen Kampf, den man gewinnen konnte, keine technische Lösung, keinen besseren Motor, keinen mutigen Fahrer. Nichts von dem, woran Enzo Ferrari sein Leben lang geglaubt hatte, konnte seinen Sohn retten. Vielleicht ist genau das die schwerste Frage dieser Geschichte. Was macht ein Mensch, der sein Leben lang jedes Problem lösen konnte, wenn er zum ersten Mal auf etwas trifft, das sich nicht lösen lässt? Dino wuchs dennoch zu einem intelligenten und bemerkenswert reflektierten jungen Mann heran. Menschen, die ihn kannten, beschrieben ihn später als ruhig, höflich und ungewöhnlich reif für sein Alter. Vor allem aber interessierte er sich für dieselben Dinge wie sein Vater. Für Technik, für Konstruktion, für Motoren. Wann immer es seine Gesundheit zuließ, diskutierte er mit Enzo über neue Konzepte, über Rennwagen und über die Zukunft des Unternehmens. Zwischen beiden entstand etwas, das viele Mitarbeiter später als die engste Beziehung beschrieben, die Enzo Ferrari jemals zu einem anderen Menschen hatte. Gerade deshalb wirkt diese Geschichte im Rückblick so schwer. Je stärker Dino in die Welt seines Vaters hineinwuchs, desto schwieriger wurde es, die Realität seiner Krankheit zu verdrängen. Wie viel davon Enzos nachträgliche Ehrerbietung war und wie viel tatsächliche technische Mitarbeit, ist schwer zu trennen. Aber die Gespräche fanden statt. Das ist sicher. Dino Ferrari starb am 30. Juni 1956. Er war 24 Jahre alt. Die Krankheit, die ihn seit seiner Kindheit begleitet hatte, gewann am Ende genau den Kampf, den alle längst hatten kommen sehen und den trotzdem niemand akzeptieren wollte. Enzo Ferrari sprach danach kaum über seinen Sohn. Weder öffentlich noch in Interviews oder seinen Erinnerungen sprach er ausführlich über ihn. Wer seine Memoiren liest, stößt auf erstaunlich wenige Zeilen über den Verlust, der sein Leben vermutlich stärker veränderte als jeder Sieg und jede Niederlage auf der Rennstrecke. Wer diese Passagen heute liest, hat oft den Eindruck, dass Ferrari sich dem Thema nur vorsichtig nähert. Als würde jede Formulierung an etwas vorbeiführen, das zu groß geworden war, um in Worte gefasst zu werden. Doch Menschen aus seinem Umfeld bemerkten eine Veränderung. Nicht sofort, sondern langsam. Er arbeitete mehr als zuvor. Er blieb länger in Maranello. Er verbrachte immer weniger Zeit außerhalb der Fabrik. Und je mehr Jahre vergingen, desto stärker entstand bei vielen Mitarbeitern derselbe Eindruck, als würde Enzo Ferrari versuchen, eine Leere mit Arbeit zu füllen, die sich durch Arbeit niemals füllen ließ. Ein Ingenieur, der in den späten 50er Jahren in Maranello arbeitete, beschrieb es später so: Er sah aus wie jemand, der vor etwas davonläuft. Aber er lief zu den Autos hin, nicht weg von ihnen. Der Sechszylindermotor, der 1957 erstmals in einem Ferrari verbaut wurde, trug den Namen Dino. Enzo Ferrari nannte auch eine eigene Submarke nach ihm: Dino-Fahrzeuge, günstigere Sportwagen für eine breitere Kundschaft. Der Name stand auf Millionen von Prospekten. Er stand auf Autos, die Menschen kauften und fuhren, ohne zu wissen, wessen Name das war und warum er dort stand. Hinter bekannten Namen verbergen sich oft die interessantesten Geschichten. Wenn euch das gefällt, begleitet den Kanal gern auch bei den nächsten. Nach Dinos Tod veränderte sich etwas in Maranello. Weder die Fabrik noch die Rennwagen oder die Ergebnisse. Von außen betrachtet schien Ferrari sogar erfolgreicher zu werden als je zuvor. Doch genau darin lag das Paradoxe. Mit den Erfolgen häuften sich auch die Verluste und irgendwann schien beides untrennbar miteinander verbunden zu sein. In den frühen 60er Jahren gewann Ferrari Rennen auf der ganzen Welt. Die Scuderia war wieder an der Spitze des Motorsports angekommen. Zeitungen und Fans feierten die Siege. Doch hinter den Kulissen begann sich ein Ruf zu verfestigen, der Enzo Ferrari sein Leben lang begleiten sollte. Manche nannten ihn ein Genie, andere sahen in ihm eine deutlich problematischere Figur. Den Mann, der immer weitermachte, egal wer unterwegs verloren ging. 1961 gewann Ferrari mit Phil Hill die Formel-1-Weltmeisterschaft. Im selben Jahr starb beim Grand Prix von Monza. 1961 kam Wolfgang von Trips ums Leben, bei einem Unfall, der auch 15 Zuschauer forderte. Es war eines der schwersten Unglücke der Formel-1-Geschichte. Und es verstärkte eine Frage, die immer häufiger gestellt wurde: Wie viele Menschen durfte der Traum von Ferrari noch kosten? Eine Frage, auf die niemand eine Antwort hatte. Am wenigsten Enzo Ferrari selbst.
Doch die größte Krise dieser Jahre kam nicht von der Rennstrecke. Sie kam aus den eigenen Reihen. Später würden Ferrari-Mitarbeiter von einem regelrechten Palastaufstand sprechen. Und genau so fühlte es sich an. Denn die Männer, die Maranello verließen, waren keine gewöhnlichen Angestellten. Es waren die Menschen, die Ferrari über Jahre hinweg mit aufgebaut hatten. Chefingenieur Carlo Citti, Sportdirektor Romolo Tavoni, mehrere der wichtigsten technischen Köpfe des Unternehmens. Männer, die zu den wenigen gehörten, denen Enzo Ferrari vertraute. Dann gingen sie, nicht nacheinander, nicht zufällig, sondern gemeinsam, in einer koordinierten Aktion. Für viele innerhalb des Unternehmens war das schockierender als jede Niederlage auf der Rennstrecke. Denn plötzlich stellte sich eine unangenehme Frage. Wenn selbst seine engsten Vertrauten nicht mehr mit ihm arbeiten wollten, was sagte das über Enzo Ferrari aus? Die Gruppe gründete ATS und versuchte, Ferrari mit dem eigenen Wissen herauszufordern. Doch darum ging es längst nicht mehr. Wichtiger war die Botschaft. Zum ersten Mal erhoben sich Menschen gegen den Mann, der jahrzehntelang gewohnt gewesen war, dass andere sich seinem Willen anpassten. Warum es dazu kam, wird bis heute unterschiedlich erzählt. Einige machten Enzo Ferrari verantwortlich. Andere verwiesen auf seine Ehe mit Laura Ferrari, die seit Jahren von Spannungen geprägt war und deren Einfluss innerhalb des Unternehmens regelmäßig Konflikte auslöste. Wahrscheinlich lag die Wahrheit irgendwo dazwischen. Sicher ist nur eines: Als die Männer Maranello verließen, hinterließen sie ein Unternehmen, in dem plötzlich vieles in Frage gestellt wurde. Und Enzo Ferrari vergaß solche Dinge nie. Enzo antwortete auf den Massenabgang wie immer. Er arbeitete, er fand neue Leute. Er ließ die Autos weiterfahren. Aber er verstand, dass er allein nicht alles kontrollieren konnte. Das Unternehmen war zu groß geworden, die Ressourcen zu begrenzt, und dann kam Ford. 1963 klopfte einer der mächtigsten Konzerne der Welt an Enzo Ferraris Tür. Ford. Henry Ford II. Wollte Ferrari kaufen, nicht wegen der Sportwagen, nicht wegen des Namens, sondern wegen etwas, das Ford trotz seiner Größe nicht besaß: Prestige auf der Rennstrecke, vor allem in Le Mans. Für Ford war Ferrari die Abkürzung zum Ziel. Für Ferrari war Ford zunächst eine Lösung. Die Ressourcen wurden knapper, die Konkurrenz wurde stärker. Und selbst Enzo Ferrari wusste inzwischen, dass Maranello nicht mehr dieselbe Welt war wie 20 Jahre zuvor. Die Verhandlungen liefen über Monate. Anwälte reisten zwischen Italien und den Vereinigten Staaten. Zahlen wurden diskutiert, Verträge formuliert und irgendwann schien alles entschieden. Menschen, die an den Gesprächen beteiligt waren, gingen davon aus, dass Ferrari verkauft werden würde. Dann kam der letzte Vertrag. Enzo Ferrari setzte sich hin und begann zu lesen, Seite für Seite, Klausel für Klausel, bis er auf einen Abschnitt stieß, der für viele andere wahrscheinlich nur ein Detail gewesen wäre. Für ihn war es alles. Nach der Übernahme hätte Ford das letzte Wort über das Rennsportprogramm gehabt. Nicht sofort, nicht sichtbar. Aber am Ende wäre die Kontrolle nicht mehr in Maranello geblieben, sondern in Detroit. Für fast jeden Unternehmer wäre das ein akzeptabler Preis gewesen. Für Enzo Ferrari nicht. Und genau hier gehen die Meinungen bis heute auseinander. War das Größenwahn oder die Entscheidung, ohne die Ferrari nie Ferrari geworden wäre? Er las die Passage, legte den Vertrag zur Seite, stand auf und beendete die Verhandlungen. Nach Monaten der Gespräche, wenige Stunden vor dem Abschluss. Mit einem einzigen Nein. Die Nachricht erreichte Henry Ford II. Nur wenig später. Und er reagierte nicht wie ein Geschäftsmann, er reagierte wie jemand, der öffentlich gedemütigt worden war. Monate der Verhandlungen, Anwälte, Reisen, Verträge und am Ende ein italienischer Unternehmer, der einfach aufstand und Nein sagte. Menschen aus Fords Umfeld berichteten später, dass seine Wut außergewöhnlich gewesen sei. Nicht das gescheiterte Geschäft machte ihn wütend, sondern die Art, wie es gescheitert war. Ferrari hatte nicht um mehr Geld verhandelt. Er hatte keinen besseren Deal verlangt. Er hatte Ford schlicht die Kontrolle verweigert. Und Henry Ford II. Beschloss, die Antwort auf der Rennstrecke zu geben. Wenn Ferrari nicht verkauft werden wollte, dann sollte Ferrari geschlagen werden. Mit mehr Geld, mit mehr Ingenieuren, mit mehr Ressourcen, als jeder Rennstall der Welt jemals gesehen hatte. So begann das GT40-Projekt. Nicht als gewöhnliches Motorsportprogramm, sondern als persönlicher Feldzug. Das Ziel war einfach, Ferrari dort zu besiegen, wo Ferrari am meisten bedeutete: in Le Mans. 1966 erreichte Ford genau das. Die GT40 belegten die ersten 3 Plätze. Für die Öffentlichkeit war es ein historischer Triumph. Für Enzo Ferrari war es etwas anderes. Es war die Erinnerung daran, dass selbst Legenden Grenzen haben. Und zum ersten Mal musste er sich ernsthaft die Frage stellen, die er jahrelang verdrängt hatte. Wie lange konnte Maranello noch gegen Konzerne kämpfen, die praktisch unbegrenzte Mittel besaßen? Doch während die Öffentlichkeit über Rennwagen, Weltmeisterschaften und den Konflikt mit Ford sprach, existierte noch eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die selbst viele Ferrari-Fans jahrzehntelang nicht kannten.
Und sie begann mit einem Geheimnis: Enzo Ferrari hatte einen zweiten Sohn. Nicht vor den Behörden verborgen, sondern vor der Öffentlichkeit und der Welt, die Enzo Ferrari zu kennen glaubte. Weder öffentlich noch in Interviews oder in seinen Erinnerungen sprach er ausführlich über Dino. Piero Lardi Ferrari wurde 1945 geboren, 9 Jahre nach der Hochzeit von Enzo und Laura, 7 Jahre vor dem Tod von Dino. Seine Mutter war Lina Lardi, eine Frau aus der Region um Modena, mit der Enzo eine langjährige Parallelbeziehung führte. Eine ernsthafte Beziehung, keine Affäre, keine Vergänglichkeit. Lina Lardi begleitete Enzo Ferrari ein Leben lang. Sie lebte in seiner Nähe, sie kannte seine Arbeit, sie kannte seinen Schmerz nach Dinos Tod besser als die meisten. Aber sie war nicht Laura, und Laura lebte. Enzo Ferrari führte über Jahrzehnte 2 Leben. Das eine kannte die Welt, der Unternehmer, der Teamchef, der Mann mit der dunklen Brille, den Zeitungen fotografierten und den Rennfahrer respektierten oder fürchteten. Das andere Leben spielte sich weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit ab, ohne Kameras, ohne Schlagzeilen, ohne Interviews. Tagsüber fuhr Enzo nach Maranello, er traf Entscheidungen, er baute Rennwagen, er führte eines der bekanntesten Unternehmen Italiens. Doch nur wenige Kilometer entfernt wuchs ein Junge auf, der genau wusste, wer sein Vater war. Und gleichzeitig wusste, dass er so tun musste, als wäre es nicht so. Menschen, die Piero damals kannten, beschrieben später eine seltsame Situation. Fast jeder ahnte die Wahrheit, doch kaum jemand sprach offen darüber. Piero trug zunächst den Nachnamen seiner Mutter und arbeitete im Unternehmen seines Vaters nicht als Sohn, sondern als Mitarbeiter. Laura Ferrari starb 1978. Kurz danach erkannte Enzo Piero offiziell als seinen Sohn an. Sein ganzes Leben hatte er gewusst, wer sein Vater war, ohne es öffentlich sagen zu können. Dann starb Laura, und Enzo unterschrieb das Dokument. Der Name änderte sich: Piero Lardi Ferrari. Piero Ferrari. Für viele Biografen ist genau dieser Moment einer der aufschlussreichsten in der Geschichte der Familie Ferrari. Während Enzo Ferrari öffentlich für Kontrolle, Disziplin und Konsequenz stand, führte er gleichzeitig über Jahrzehnte ein Privatleben, das nur wenige Menschen vollständig kannten. Aus welchem Grund? Ob Angst, Loyalität, Gewohnheit oder die Furcht vor den Folgen dabei die größte Rolle spielten, lässt sich heute kaum noch sicher beantworten. Sicher ist nur, dass Enzo Ferrari selbst darüber nie öffentlich gesprochen hat. 1969 verkaufte Enzo Ferrari 50% seines Unternehmens an Fiat. Er war 71 Jahre alt, das Unternehmen kämpfte. Der Massenabgang der Ingenieure hatte Spuren hinterlassen. Ford hatte Le Mans gewonnen. Und obwohl Ferrari zurückgekämpft hatte, war die Botschaft angekommen. Allein war er nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Ressourcen eines kleinen Familienbetriebs in Maranello konnten gegen die Budgets der großen Konzerne nicht mehr mithalten. Die Verhandlungen mit Fiat dauerten Monate. Am Ende entstand ein Kompromiss. Fiat erhielt Kapital und Verantwortung für das Unternehmen, Ferrari behielt die Kontrolle über das Rennsportprogramm. Die Scuderia Ferrari, die Rennwagen und die Entscheidungen darüber, wer fuhr und wo gefahren wurde. Das war Enzo Ferraris rote Linie. Er hatte sie bei Ford nicht überschritten. Er überschritt sie auch bei Fiat nicht. Fiat bekam die Fabrik. Ferrari behielt die Rennstrecke. Und für einige Jahre funktionierte das. 1974 kam Niki Lauda nach Maranello. Auf den ersten Blick wirkte er nicht wie der Mann, der Ferrari zurück an die Spitze führen würde. Er war weder besonders charismatisch noch der Typ Rennfahrer, den Fans auf Plakate druckten. Lauda dachte anders als die meisten Fahrer seiner Generation. Er sprach über Technik, über Setup, über Schwachstellen und Lösungen. Manche sahen in ihm eher einen Ingenieur als einen Rennfahrer. Genau deshalb interessierte sich Enzo Ferrari für ihn. Persönlich hätten die beiden kaum unterschiedlicher sein können. Trotzdem verstanden sie sehr schnell, was der jeweils andere brauchte. Lauda wollte ein schnelles Auto und die Infrastruktur, um es zu entwickeln. Ferrari wollte einen Fahrer, der ihm sagen konnte, was mit dem Auto nicht stimmte. Diese Zusammenarbeit funktionierte überraschend gut. Bereits 1975 zahlte sich die Zusammenarbeit aus. Lauda gewann die Weltmeisterschaft und brachte Ferrari den ersten Fahrertitel seit über 10 Jahren. Doch ein Jahr später geschah etwas, das weit über Motorsport hinausging und bis heute untrennbar mit dem Namen Niki Lauda verbunden ist. Nürburgring. 1. August 1976. Zweiter Rennumlauf. Laudas Ferrari kam in einer schnellen Rechtskurve, der Bergwerkkurve, von der Strecke ab. Aus Ursachen, die bis heute nicht vollständig geklärt sind: Fahrfehler, Reifendefekt, Fahrzeugproblem. Der Wagen schoss in die Streckenbegrenzung, prallte zurück, blieb in der Mitte der Strecke. Das Benzin fing Feuer. Laudas Ferrari kam von der Strecke ab und geriet in Brand. 3 andere Fahrer hielten an: Brett Lunger, Harald Ertl, Arturo Merzario, und zogen ihn aus dem Cockpit mit nackten Händen, während das Feuer weiterloderte. Er hatte schwere Verbrennungen an Kopf und Händen, hatte giftigen Rauch eingeatmet, der seine Lungen schädigte.
Die Ärzte sprachen in den ersten Stunden von einer Chance, die sie nicht benennen wollten. Er überlebte, weil andere Fahrer anhielten, weil die Rettung rechtzeitig kam und weil sein Körper mehr aushielt, als viele Ärzte in den ersten Stunden für möglich hielten. 6 Wochen später, mit Verbänden noch an Teilen seines Gesichts und getrockneten Wunden unter dem Helm, saß er wieder in einem Rennwagen. Beim italienischen Grand Prix in Monza. Er wurde Vierter. Die Wochen danach gehören bis heute zu den außergewöhnlichsten Kapiteln der Formel-1-Geschichte. Beim letzten Rennen der Saison in Fuji, Japan, im strömenden Regen und dichtem Nebel, hielt Lauda nach 2 Runden an. Er stieg aus. Er sagte, das ist es nicht wert. Ein Pokal ist mein Leben nicht wert. James Hunt gewann den Titel. Ferrari verlor die Weltmeisterschaft an diesem Tag. Doch viele Menschen erinnern sich heute weniger an den Titelgewinn von James Hunt als an Laudas Entscheidung auszusteigen. Enzo Ferrari schwieg öffentlich über Laudas Entscheidung, aber er entließ ihn danach für die nächste Saison. Bis heute wird darüber diskutiert, wer damals recht hatte, Lauda, der ausstieg, oder Ferrari, der glaubte, dass ein Rennfahrer niemals zurückweichen darf. Wie Enzo Ferrari diese Entscheidung tatsächlich bewertete, hat er nie eindeutig erklärt. Ein Journalist, der ihn Jahre später darauf ansprach, beschrieb seinen Blick als den eines Mannes, der die Frage verstand und keine Antwort geben wollte. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Die 70er und 80er Jahre waren die Jahre von Gilles Villeneuve. Villeneuve war Kanadier aus Quebec, aus einfachen Verhältnissen, ein Schneemobilrennfahrer, der irgendwie in die Formel 1 gelangte und dort etwas tat, das Ferrari seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er fuhr, als wäre jede Runde die letzte. Enzo Ferrari liebte Villeneuve auf eine Weise, die er bei kaum einem anderen Fahrer gezeigt hatte. Er nannte ihn öffentlich das größte Talent, das er je gesehen hatte. In privaten Gesprächen soll er ihn, das berichteten Zeitzeugen, als den Sohn bezeichnet haben, den er gern gehabt hätte. Das war kein kleiner Satz. Er hatte Dino gehabt, er hatte Piero, er hatte einen Sohn verloren und einen versteckt. Und nun hatte er einen Fahrer, dem er das sagte. Gilles Villeneuve starb am 8. Mai 1982 beim Qualifying zum belgischen Grand Prix in Zolder. Er war 33 Jahre alt. Der Unfall geschah in einer Trainingsrunde. Kein Kampf, kein Risiko, kein notwendiges Risiko. Ein Kontakt, ein Überschlag, ein Aufprall. Enzo Ferrari sprach danach selten über ihn in der Öffentlichkeit. Diejenigen, die ihn in den Tagen nach Villeneuves Tod sahen, beschrieben ihn als kleiner geworden, gebrochener. Nicht im dramatischen Sinne, sondern als würde etwas, das er noch gehalten hatte, nun nicht mehr gehalten werden können. Er war 84 Jahre alt. Er hatte in seinem Leben mehr Trauer gesehen als die meisten Kriege. In den letzten Jahren seines Lebens konnte Enzo Ferrari kaum noch sehen. Eine Augenerkrankung verschlechterte sich zunehmend. Er ließ sich Briefe und Berichte vorlesen und die Fahrzeuge beschreiben, an denen er selbst kaum noch erkennen konnte, was andere sahen. Er hörte auf zu fahren. Nicht aus Entscheidung, sondern weil er es nicht mehr konnte. Eines Tages war es einfach so. Aber er hörte nicht auf zu arbeiten. Noch in den späten 80er Jahren, mit fast 90 Jahren fast blind, von einer Nierenkrankheit geschwächt, die er öffentlich nie erwähnte, kam er täglich nach Maranello. Er führte Gespräche, er traf Entscheidungen. Er hörte zu und antwortete und war anwesend in einem Sinne, der über die physische Anwesenheit hinausging. Sein Urteil, sein Geschmack, seine Überzeugungen prägten das Unternehmen, als wäre er noch derselbe Mann, der 1947 den 125S auf die Strecke geschickt hatte. Der Unterschied war, er war allein. Laura war tot, Dino war tot, Villeneuve war tot, Ascari, Collins, de Portago, Castellotti, alle tot. Die Ingenieure seiner frühen Jahre waren alt oder gegangen oder ebenfalls tot. Das Unternehmen, das er gegründet hatte, gehörte zur Hälfte einem Konzern. Piero war da. Er arbeitete im Unternehmen, war anerkannt, war der Sohn, der geblieben war, der Einzige, der bleiben konnte. Aber er war nicht Dino. Das war keine Kritik an Piero, das war schlicht eine Wahrheit, die Enzo Ferrari nie aussprach, weil sie nicht ausgesprochen werden musste. Enzo Ferrari starb am 14. August 1988 in Maranello. Er war 90 Jahre alt. Er hatte die Diagnose seiner Nierenkrankheit schon Monate zuvor erhalten und hatte entschieden, nichts zu veröffentlichen. Keine Pressemitteilung. Kein öffentliches Gespräch über Nachfolge oder Ende. Er arbeitete weiter, er ließ nichts wissen. Er starb so, wie er gelebt hatte, ohne die Öffentlichkeit dazu einzuladen, Zeuge zu sein. Fiat übernahm nach seinem Tod die vollständige Kontrolle über das Unternehmen. Piero Ferrari hielt und hält bis heute 10% der Anteile. Der Rest gehörte zu diesem Zeitpunkt vollständig Fiat. Aus dem kleinen Rennstall in Maranello war ein Konzernbaustein geworden. 8 Jahre nach Enzo Ferraris Tod begann in Maranello ein neues Kapitel. Im Mittelpunkt stand Michael Schumacher, der gemeinsam mit Ferrari eine der erfolgreichsten Epochen der Formel-1-Geschichte prägen sollte. Zwischen 2000 und 2004 gewann Ferrari 5-mal hintereinander den Konstrukteursweltmeistertitel und 4-mal in Folge den Fahrertitel,
Eine Dominanz, die in der Formel-1-Geschichte keine direkte Parallele hat. Enzo Ferrari hatte das nie erlebt. Er war 2 Jahre vor Schumachers erstem Ferrari-Titel gestorben. In diesen Jahren veränderte sich auch die Bedeutung des Namens Ferrari. Ferrari baute vergleichsweise wenige Fahrzeuge. Trotzdem entwickelte sich der Name zu einem der wertvollsten Markenzeichen der Automobilwelt, an dem, was er auslöste. Mit den Jahren wurde Ferrari zu einer globalen Luxusmarke. Das Cavallino Rampante erschien auf Straßen, Werbetafeln und Produkten in aller Welt. Für die meisten Menschen wurde es zu einem Symbol für Geschwindigkeit, Erfolg und Exklusivität. Dabei dachte kaum jemand an die Geschichte hinter diesem Zeichen. An Francesco Baracca, den Piloten, dessen Emblem Ferrari übernommen hatte. An die Menschen, die auf dem Weg dorthin verloren gingen. Oder an den Mann in Maranello, der Jahrzehnte seines Lebens damit verbrachte, dieses Symbol größer zu machen als sich selbst. Das Pferd springt noch. Die Menschen, die es sehen, denken nicht an Francesco Baracca. Sie denken nicht an Dino. Sie denken nicht an Gilles Villeneuve in Zolder. Sie denken nicht an den alten Mann, der allein in Maranello saß und Motoren hörte, wenn alle anderen schon schlafen waren. Sie sehen ein rotes Auto. Vielleicht hätte genau das Enzo Ferrari gefallen. Nicht Mitleid, nicht Verständnis, nicht das Wissen um seine Verluste. Wahrscheinlich war ihm wichtiger, was auf der Straße und auf der Rennstrecke geschah, als die Art, wie später über ihn gesprochen werden würde. Er bezahlte dafür mit dem, was sich nicht in Autos verwandeln ließ. Das springende Pferd sitzt auf der Motorhaube. Jemand steigt ein. Enzo Ferrari hat dieses Auto nicht gebaut. Er hat das Auto davor gebaut. Und das davor und das davor. Er hat alles gegeben, was er hatte, und bezahlt mit dem, was er nicht geben wollte. Ob er damit richtig lag, hat niemand entschieden. Nicht einmal er selbst. Heute sitzt Piero Ferrari in Maranello. Er ist in seinen 80ern und hat sein Leben dem Unternehmen gewidmet als Insider, der versteht, was hinter den roten Wänden passiert. Mit ihm endet die direkte familiäre Verbindung zu jener Generation, die das Unternehmen aufgebaut hat. Die Marke gehört heute zu Ferrari N.V., einem börsennotierten Unternehmen notiert in Mailand und New York, mit Aktionären und Quartalsergebnissen und Investorenkonferenzen. Fiat, das aus Stellantis entstanden ist, hält keine Mehrheit mehr. Der Markt hält Ferrari. Das ist das Ende der Familiengeschichte. Eine Familie, die eine Marke schuf, besitzt diese Marke nicht mehr. Was sie besitzt, ist ein Name und 10% der Anteile. Das ist die Geschichte der Familie Ferrari. Nicht die Geschichte der Siege, die kennt die Welt, sondern die Geschichte des Mannes dahinter, der alles an die Autos gab und nicht wusste, wie er etwas anderes hätte geben können. Der seinen Sohn verlor und den Verlust in Stahl verwandelte. Der einen anderen Sohn jahrzehntelang verbarg, der Männer sterben sah und weitermachte. Der allein starb, wie er gelebt hatte. Wenn euch genau solche Geschichten über Menschen interessieren, die die Welt verändert haben und dafür einen Preis zahlen mussten, dann unterstützt den Kanal gern mit einem Like und einem Abonnement. Denn hinter den bekanntesten Namen verbergen sich oft die Geschichten, die kaum jemand kennt. Irgendwo in Maranello läuft ein Motor an. Das springende Pferd sitzt auf der Motorhaube. Jemand steigt ein. Enzo Ferrari hat das Auto nicht gebaut, er hat das Auto dahinter und das davor gebaut. Er hat alles gegeben, was er hatte, und er hat bezahlt mit dem, was er nicht geben wollte. Ob er damit richtig lag, hat niemand entschieden. Nicht einmal er selbst.